Alter von 19 Jahren erlebten Sie eine Nahtoderfahrung. Wie war die Vorgeschichte? Ja, also ich war damals in der Lehre als Floristin und ich hatte auf einmal starke Bauchschmerzen und konnte nicht mehr laufen. Und da habe ich meinen Freund angerufen nach Hause und der kam mich holen und wir gingen dann ins Spital. Und da hat man einen Ultraschall gemacht und gesehen, dass ich eine Ovarialzyste habe und die war schon 5 cm groß. Und man hat mir gesagt, dass man das sofort operieren muss, weil die Gefahr besteht, dass diese um sich selbst dreht und dann die Blutzufuhr zu dem Eierstock abklemmt. Und ja, ich hatte eigentlich keine große Wahl, ich musste da bleiben und wir haben dann die Operation durchgeführt. Also mir wurde auch gesagt, das sei eine Routineoperation und ich kann dann am nächsten Tag nach Hause. Ja, der Chirurg hat aber leider umliegendes Gewebe vom Darm verletzt während der Operation und es gab starke Nachblutungen, die man nicht sofort gesehen hat, also die haben das wieder zugemacht und ich hatte einfach dann sehr starke Schmerzen danach und als ich das Maximum an Schmerzmittel erhalten habe, haben sie dann auch gesehen, dass mein Hämoglobinspiegel sinkt und man hat dann ziemlich schnell auch gesehen, dass ich Blut verliere und musste nochmal operiert werden. Bei der zweiten Operation haben sie den Fehler gemacht, dass es noch einmal laparoskopisch, also das heißt mit Gas gemacht wurde. Also das Gas benutzt man, um den Bauch größer zu machen und damit man mehr sehen kann mit den Scheren und mit den Kameras. Und dieses Gas hat dann die eigentlich schon bereits verletzten Gewebe noch mehr verletzt, sodass noch mehr geblutet hat. Und ja, dann kam es eigentlich zur Katastrophe, dass man die Blutung nicht mehr stillen konnte, dass man mir auch viel Blut wieder reingelassen hat und es schneller rausgelaufen ist, als dass man es reinlassen konnte. Und so musste ich verlegt werden in ein anderes Spital, notfallmäßig, und da wurde ich noch einmal operiert und dieses Mal mittels Bauchschnitt. Und während dem Bauchschnitt habe ich gesehen, wie das Skalpell angesetzt wurde am Bauch. Und ich war dann nicht sicher, also ich war etwas geschockt, dass ich das gesehen habe, weil ich war wach und habe das auch gesagt. Ich habe gesagt, ich bin wach. Und dann kam sofort eine Hand, die meinen Kopf nach hinten gedrückt hat und eine Maske. Und dann war ich wieder weg, also es wurde wieder dunkel und da kam ich so in einen Sog rein, der mich nach oben zog und auf einmal sah ich mich von oben wie in einer Vogelperspektive, also ich sah meinen Körper da liegen, wie sie ihn operierten und ich war aber bei vollem Bewusstsein, also ich habe das alles wahrgenommen, auch was der Chirurg gemacht hat. Ich habe alles gesehen und dann ich hatte aber keine Schmerzen und wollte mit dem Chirurgen reden und sagen, was macht ihr da überhaupt? Mir geht's gut, ihr könnt aufhören. Und dann habe ich gemerkt, dass die mich gar nicht verstehen. Also, und dann war ich auch ein bisschen geschockt. Also ich verstand dann nicht, ja, was ist jetzt, bin ich jetzt tot oder was? Und in diesem Moment, also diesem Schockmoment, wurde es wieder dunkel und ich kam in einen Sog wieder und es zog mich richtig so in diesen Sog rein und dann sah ich mein Leben von rückwärts, also so eine Retrospektive bis zur Geburt und ich sah das, wie wenn ich Fernsehen schauen würde, also ich wusste, das ist jetzt mein Körper, aber ich hatte zudem auch meine Gefühle und die Gefühle von den anderen Menschen. Also es kamen alle emotionalsten Momente, die ich in meinem Leben eigentlich erlebt hatte. Und ich hatte
nicht nur meine Gefühle, sondern genau auch die Gefühle mit meines Gegenübers, als wäre ich beide. So. Und das war sehr speziell, vor allem wegen einem Moment. Ich habe einen Vater, der aus Italien ist, und der hatte eine sehr schwere Kindheit. Der musste mit 13 Jahren schon in die Schweiz kommen. Sie waren 7 Kinder und die Mutter war alleine. Und in der Schweiz war ein Onkel und er musste hierhin kommen zum Arbeiten, zum dann halt das Geld nach Hause schicken. Und mein Vater, so wie ich ihn erlebt habe als Kind, war sehr kalt, er konnte seine Gefühle nicht zeigen. Und ich hatte als Kind immer ein bisschen das Gefühl, dass er mich nicht mag. Weil er hat nie mit mir gespielt, er konnte mich nicht umarmen und das war als Kind einfach ein bisschen traurig. Und ich hatte lange nicht verstanden, warum das so ist. Aber eben in diesem Moment, wo ich in dieser Retrospektive diese Szene erlebt habe, wo mein Vater nach Hause kommt und ich war ein Baby, also ich machte gerade meine ersten Schritte. Und er kam nach Hause mit dem Auto. Ich wusste, das ist mein Vater und ich freute mich, ihn zu sehen. Und er stieg aus dem Auto und ich war an einem kleinen Hang auf der Wiese. Und ich drehte mich zu ihm und ich hatte so Freude, dass er nach Hause kommt. Und er hatte auch Freude und ich spürte seine Freude schon. Und er kam auf mich zu. Und als er sah, als ich aufstehen wollte, und das waren wirklich meine ersten Schritte, die ich gemacht habe als Kind, waren zu ihm. Und für mich, ich habe die nochmal erlebt, das war so, auf einmal stand ich auf und da war ich wie doppelt so groß und das war so wackelig und dann habe ich diese Schritte gemacht zu ihm und dann hat er mich unterstützt mit seinen Händen und meine Arme gegriffen und hat mich hochgehoben und da habe ich ihn gespürt, also schon eigentlich eben die ganze Zeit mit diesem Erlebnis habe ich ihn gespürt. Aber da habe ich gefühlt, wie er mich liebt und wie stolz er war auf mich. Also, und das war etwas, eigentlich diese Szene war für mich am wertvollsten, weil ich das eben physisch mit ihm nie erlebt habe. Und ja, das war sehr, sehr schön, das zu erleben. Einfach seine wirklichen Gefühle, die er eigentlich nie zeigen konnte. Ja, und eben dann ging es eigentlich weiter bis zur Geburt zurück und weiter, als die Geburt war, ging es noch weiter. Ich wurde dann also es wurde wieder dunkel und ich wurde vom Bauchnabel, wie als hätte ich eine Schnur vom Bauchnabel und an der Brust angemacht. Also die Schnur hat man nicht gesehen, aber es fühlte sich so an, als würde mich etwas hochziehen, mein Körper etwas hochziehen und meine Arme hingen so nach hinten und ich flog einem ganz schönen Licht entgegen und dieses Licht war so warm und so wunderschön, also es hat sich angefühlt wie pure Liebe oder wie eben, wenn ich jemand wahnsinnig lieben würde und das ging relativ schnell nach oben und ich habe mich dann wie aufgelöst in diesem Licht, also ich habe auf einmal meine körperlichen Grenzen nicht mehr gespürt, also als wäre es so warm oder warmes Wachs wie ich, so habe ich mich da in dieses Licht aufgelöst und es ist schwierig zu beschreiben, das Gefühl, das ich damals hatte, weil dieses Gefühl habe ich hier noch nie erlebt und das war so intensiv, das waren wie verschiedene einzelne Gefühle, die man hier hat, zum Beispiel eben wie Fliegen, sich auflösen, pure Freiheit, pure Liebe und es hat sich auch ein bisschen ja, wie ein Orgasmus angefühlt, so wirklich, eben, man kann es eigentlich nicht beschreiben in Worten und das war eigentlich, es ist das schönste Gefühl, das ich je erlebt habe, weil es so intensiv war und definitiv habe ich es nie vergessen. Und ja, es war einfach wunderschön. Aber dann wurde es auf einmal wieder dunkel
Und ich wachte wieder auf in meinem schmerzenden Körper. Ich wusste im Moment nicht, was geschehen war. Ich hatte eine Reinigungskraft wahrscheinlich, die neben mir etwas den Boden geputzt hat. Und ich hab ihr dann gesagt, ja, was ist passiert, was mache ich da? Und sie hat dann gesagt, ja, sie geht jemand holen, weil sie wusste auch nicht, was geschehen war. Jedenfalls hat man mich dann aufgeklärt, was geschehen war, und ich hatte 10 Kilo Wasser im Körper. Also ich konnte meine Hände zum Beispiel nicht bewegen, weil die waren so aufgedunsen. Mein Kopf und mein Körper konnte ich nicht bewegen. Ich war für 2 Wochen bettlägerig und dann noch 2 Wochen danach im Rollstuhl und musste eigentlich alles wieder neu lernen, also essen, laufen, weil mir wurden ja der Darm eigentlich rausgenommen und wieder reingetan. Und ja, das war körperlich ein Schock und ich habe mich schlecht eigentlich davon erholt. Mein Leben war dann nicht mehr dasselbe. Ich konnte meinen Beruf dann auch nicht mehr so ausführen, den ganzen Tag auf den Beinen. Das ging dann nicht mehr. Was hat diese NATO-Erfahrung bei Ihnen bewirkt? Änderte sich Ihr Weltbild damit? Sofort hat es nicht gleich was bewirkt. Ich hatte ziemlich Mühe, diese Erfahrung eigentlich zu integrieren. Das Erste, was ich mich erinnern kann, waren meine Eltern, die ins Zimmer gekommen sind, und dieses Gefühl, die Menschen so zu fühlen, als wären es meine eigenen Gefühle, das ist nicht mehr weggegangen. Also als sie mich das erste Mal gesehen haben, habe ich ihren Schock als meinen gefühlt. Und dann musste ich zuerst einmal, das hat mich so getroffen, dass ich ihnen sagen musste, geht raus, weil ich konnte diesen Schmerz nicht ertragen. Und eben das ist halt geblieben. Also ich bin sehr viel sensibler geworden und ich fühle andere Menschen, wie eben, als wären es meine Gefühle. Und für mich ist es einfach wie eine Bewusstseinsveränderung gewesen. Also auch meine Eltern haben gesagt, ich sei nicht mehr die gleiche Persönlichkeit. Ich habe wie eine Persönlichkeitsveränderung erlebt, dass ich einfach eben viel sensibler geworden bin. Und für mich war es dann wichtig, eine Arbeit zu machen, die mich erfüllt. Also erstens mal war es ja wichtig, überhaupt gesund zu werden. Und ich habe ja nie wirklich an Gott oder so geglaubt, also eigentlich an gar nichts geglaubt. Ich gehöre auch keiner Religion an. Ich habe dann auch angefangen zu beten, weil ich überzeugt war oder halt einfach erlebt habe, dass es mehr gibt als nur diese Welt oder diesen Körper. Und ich habe dann wie gebetet, dass wenn mein Leben noch einen Sinn hat, weil ich war ja körperlich, ich konnte nichts mehr machen. Eben wenn mein Leben noch einen Sinn hat, dann soll mir diese Macht oder diese Kraft auch bitte den Weg zeigen. Und es war dann wirklich so, dass nachdem ich das gebetet habe, 2 Wochen danach, mich 3 Leute auf Yoga angesprochen haben. Und ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Und ich ging dann erst mal googeln. Und dann habe ich gesehen, eben, dass das hinduistischen und buddhistischen Hintergrund hat. Und dann hat es mir schon abgelöscht. Dann habe ich gedacht, nein, das mache ich nicht, das hat mit Religion zu tun. Ich habe damals noch nicht gewusst, dass das nichts mit Religion, sondern dass das einfach der Ursprung dieser Tradition ist. Aber es ist nicht religiös. Aber trotzdem wollte ich das nicht machen. Aber eben weil es so ein starkes Zeichen war von oben, habe ich gesagt, das ist das Letzte, was ich jetzt noch ausprobiere. Und weil ich habe x Therapien probiert und nichts hat wirklich geholfen. Und eben da habe ich gesagt, das ist das Letzte, was ich ausprobiere. Und ich konnte natürlich mit meinem Körper nicht in eine Gruppe gehen. Ich musste zuerst Privatlektionen nehmen und mit diesen Privatlektionen
konnte ich zuerst nur Atemübungen machen. Aber der Yoga, also diese Techniken, die waren ein Wunder für mich. Die haben wirklich, ich konnte nach einem halben Jahr wieder, hatte ich 50% weniger Schmerzen und nach einem ganzen Jahr hatte ich etwa meine Lebensqualität zurück und konnte auch wieder normal mit meinem Körper leben und umgehen. Und das war natürlich für mich das größte Geschenk, was ich überhaupt erhalten konnte. Und dann waren wie alle Türen wieder offen und ich hatte wie ein neues Leben und ich war so dankbar dafür, dass ich mich dann entschieden habe, in der Schweiz alles zu verkaufen und wirklich meinen Weg. Ich wollte alles wissen über den Yoga und habe dann eigentlich eine Yogalehrerausbildung gemacht, eigentlich um alles darüber zu erfahren, ja. Wo haben Sie diese Ausbildung gemacht? Ich wollte schon seit klein, also seit Kind, immer nach Australien gehen, hatte aber nie das Geld dazu. Und das war dann einfach ein Traum, den ich mir noch erfüllen wollte, dieses Australien. Und ich ging dann einfach, also ich habe ein Jahresvisum bekommen, weil ich auch den europäischen Pass habe, ein Working Holiday Visum, das bekommen die Schweizer leider nicht. Und mit diesem konnte ich dann da ein Jahr lang studieren und halt auch ein bisschen arbeiten, damit ich mir das Studium finanzieren konnte. Haben Sie noch Angst vor dem Sterben? Nein, im Gegenteil. Also ich weiß, dass der Tod eigentlich eben mein schönstes Erlebnis war. Und also für mich war es halt so, dass ich zu meinem Ursprung oder halt zu diesem Licht oder zu dieser Energie zurückgekehrt bin und da eigentlich in der schönstmöglichen Form aufgenommen wurde. Frau Fazzi, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke auch.